Da wird ein Riesenaufwand betrieben, hier schuldig, genauso Leadmagneten zu erstellen und Newsletter-Abonnenten zu gewinnen. Aber die allerwenigsten überlegen, was passiert danach und wie kann ich danach die Erfahrung verbessern. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass mein Newsletter härter für mich arbeitet? Und im heutigen Video möchte ich dir ein paar Tipps dazu geben, wie du jeden Newsletter optimieren könntest, damit er eigentlich, damit du letztendlich am Ende mehr davon hast. Also, los geht's. Tipp Nummer 1. Und ich möchte hier überhaupt nichts hören, wie groß deine Liste ist oder so. Schau dir definitiv Statistiken an. Wie hoch ist deine Zustellrate, wie hoch ist deine Öffnungsrate und wie hoch ist deine Klickrate. In diesem Fall haben wir einen sehr kleinen Shop, der sehr unregelmäßig Newsletter verschickt, aber gleichzeitig eine 61% Öffnungsrate hat. Nun, das ist definitiv sehr hoch. Das heißt, der Newsletter geht schon sehr spezifisch an diese Personen raus. Nun, es gibt jetzt hier kein Schlecht oder so oder die Ausgangslage ist aussichtslos, sondern wenn du die Statistiken nicht kennst, arbeiten mit Haustieren. Wenn du die Statistiken nicht kennst, weißt du nicht, wohin du gehen möchtest. Übrigens, wenn du die Liste drin hast und du hast unzustellbare E-Mails, schmeiß die gleich raus. Vielleicht findest du nochmal eine richtige E-Mail, aber eigentlich bemühe dich nicht. Und hier kommt schon auch der Tipp Nummer 1, E-Mail-Listenhygiene. Wer nicht interagiert mit deinem Newsletter, soll eigentlich aus der Liste rausgenommen werden. Ein weiterer Tipp oder etwas, was oft nicht ausgenutzt wird, ist, die meisten benutzen schon im Header das Logo. Und viele machen in dem Logo tatsächlich auch noch eine Verlinkung. Also nicht alle, aber viele. Hier würde ich dir empfehlen, anstatt generisch auf die Startseite zu verlinken, auf das Produkt oder die Kernaussage aus dem Newsletter. Denn es finden, das kannst du dann irgendwann mal auch in den Statistiken sehen, einfach durchaus Klicks da drauf und der Kunde soll nicht auf die Startseite kommen, klicken und schauen wollen, sondern direkt auf das Produkt. Das heißt, ich würde jetzt hier anstatt der URL, die auf die Startseite verweist, tatsächlich auf das Produkt direkt verweisen wollen. Ist es mehr Aufwand? Sicherlich. Auf der anderen Seite bin ich ein großer Fan von 1% Methode und die bedeutet, dass du dir überlegst, welche Komponenten kannst du nehmen, also welche Schrauben nimmst du und wie kannst du diese Komponente jedes Mal um 1% verbessern, damit das Gesamtprodukt so ähnlich wie bei dem Zinseszinseffekt viel härter für dich arbeitet. Dann kommen wir auch zum weiteren Tipp und zwar Titel und Betreff. In Wix hast du leider nur die Möglichkeit, eine Betreffzeile einzupflegen. Zum Beispiel im Kit hast du die Möglichkeit, A- und B-Testing zu machen. Dann kannst du 2 Betreffzeilen nehmen und der Algorithmus wird schauen, welche Betreffzeile besser funktioniert. Gerade aus diesem Grund solltest du eine Betreffzeile nehmen, die wirklich
aufpoppt. Und hier gebe ich dir einen Tipp, wie du ein Tool nutzt. Das ist übrigens hier keine Werbung und es ist total kostenlos. Du musst dich nur einmal registrieren, die dir die beste Betreffzeile für deinen Newsletter gibt. Und zwar gehst du auf subjectline.com. Wie gesagt, beim ersten Mal musst du dich registrieren und gibst dann die Betreffzeile hier oben rein, klickst einfach auf Evaluate und dann bekommst du ein Ergebnis. Je höher die Nummer, desto besser das Ergebnis. Gleichzeitig bekommst du hier unten eine Aufschlüsselung, warum diese Nummer in dieser Form vergeben worden sind. Und dann bekommst du hier nochmal Vorschläge, die besser wären. Ne? Und dadurch, dass jetzt hier in diesem Fall tatsächlich die Betreffzeile auf Englisch ist, sind alle Vorschläge auch auf Englisch. Wenn du allerdings einen deutschen Betreff hast, ist es überhaupt kein Problem. Du bekommst auch deutsche Betreffzeilen. Und dann schaust du dir an, ob tatsächlich nicht etwas anderes im Betreff besser und passender wäre. Denn die Öffnungsrate kann sich direkt aus den zwei Komponenten Betreff und der Vorschautext ableiten. Das heißt, ich persönlich würde wahrscheinlich eher diese Taktik nehmen und dann sage ich Must have shades of Grey Collection. Fände ich jetzt eigentlich besser. Ein weiterer Tipp ist, dass du deinen Absender personalisierst. Es kommt jetzt darauf an, was für ein Marketingprodukt du bei Wix nämlich hast. In diesem Fall ist es einfach nur so, dass tatsächlich nur eine E-Mail-Adresse als Absender hinterlegt werden kann. Wenn du höher im Premium-Paket bist, dann hast du bis zu 3 Absenderadressen. Und warum ist das interessant? Zum einen kannst du hier eher eine Personalisierung sagen, also nehmen wir mal an, das hier ist ein E-Commerce-Shop und vom Glücksmoment, dem Online-Shop, würden Newsletter die Produkte darstellen, rausgehen, aber gleichzeitig wäre es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn es jetzt einen quasi persönliche Linda, Lisa oder wie auch immer sie heißt, ein Stylist, der vielleicht einen Newsletter schreibt, was dann passend zu diesen Hosen, das ist jetzt das Produkt in diesem Fall, was tatsächlich da besser passen würde, und dann würde man den Absender ändern und somit aber auch die Art und Weise, wie der Newsletter gestaltet ist. Damit bekommt der Newsletter mehr einen personalisierten Touch und es ist nicht immer wieder das Gleiche draußen. Hier kommt ein weiterer Tipp. Ganz viele schreiben die Newsletter so auf den letzten Drücker, so nach dem Motto, haben wir schon lange nicht mehr gemacht, das muss jetzt unbedingt mal einer raus. Oder sie arbeiten vor und vergessen den dann regelmäßig rauszuschicken. Und was vielleicht viele nicht wissen ist, du hast in Wix E-Mail-Marketing die Möglichkeit, diesen Newsletter-Versand auch zu planen. Das bedeutet, dass du entweder, falls du Personal hast, also falls du eine VA hast, die dir das vorbereitet, dass die das planen kann, oder dass du das auch selber machst, dass du Newsletter sozusagen im Batch vorbereitest und damit halt auch etwas rückenfrei bekommst und du deine Newsletter auch strategisch gestalten kannst und nicht immer nur, was sagt mir mein Bauchgefühl, und dann hast du die dann auch geplant. Was man wissen sollte ist, das schreiben die auch hier in dem Hinweis, sobald sie geplant sind, also sobald du hier auf Planen klickst, werden die E-Mails dieser Kampagne
in diesen Monat angerechnet. Das bedeutet, je nachdem, wie groß dein Kontingent ist, könntest du jetzt nicht, also wenn du das kleinste Kontingent hast, aber eine große Liste, könntest du jetzt nicht für alle 12 Monate vorplanen. Das würde nicht funktionieren. Das ist, finde ich persönlich, sehr unglücklich gestaltet. Aber ich verstehe die Logik dahinter, denn dann sagen sie, okay, wenn es erst in dem Monat, das wäre einfach zu großer Programmierungsaufwand, aber bei allen anderen Leuten klappt es dann auch. Wer weiß, vielleicht bessert Wix ja hier bald nach. Hier noch ein Tipp, der so ein bisschen direkt mit dem Anfang eingeht, wo ich gesagt habe, bitte achte auf deine Statistiken, falls du eine Newsletter-Kampagne hast, die sehr, sehr gut performt hat. Und das kannst du allerdings wirklich nur aus der Statistik sehen. Dann kannst du dir diese Kampagne mit einem Klick als Template speichern. Das bedeutet, du musst dann nicht immer wieder das Layout nachbauen, sondern kannst dann bei dem neuen Newsletter einfach auf das bestehende Template zugreifen und dann einfach nur die Bilder und das Ganze und den Text austauschen, und das bringt dich eigentlich schon ein ganz schönes Stück weit. Ein Tipp zum Abschluss, und da komme ich wieder auf die Statistik. Bei den vorherigen Kampagnen hat man gesehen, dass überwältigende Mehrheit der Personen den Newsletter mobil lesen und nicht auf Desktop. Deswegen ist es absolut notwendig, dass du dir in der Vorschau, also bevor es getestet ist, tatsächlich deine mobile Version anschaust, damit jetzt hier sich kein komischer Umbruch eingeschlichen hat, damit die Bilder ordentlich präsentiert sind. Und in meinem Fall ist es eigentlich umgekehrt. Meine Newsletter werden hauptsächlich auf dem Desktop geschrieben, falls du Interesse an meinem Newsletter hast, damit du nichts verpasst. Dort gibt es übrigens auch kostenlose Workshops direkt mit mir. Da gibt es nur im Newsletter. Dann findest du den Link in der Beschreibung. Und deswegen achte ich persönlich nicht allzu sehr auf die mobile Version, wobei ich in meinem Newsletter auch nicht sehr viele Bilder habe. Insbesondere E-Commerce-Seiten haben allerdings viele Bilder, und auch so, wenn man in dem Newsletter ein Online-Programm vorstellen möchte und so weiter, sollte man unbedingt die mobile Version sich anschauen, denn es gibt nichts Nerviges, als wenn irgendwas blöd abgeschnitten ist oder man kann etwas nicht lesen, weil man nämlich einen Text, also ein Bild, Text in ein Bild reingemacht hat, und das wird dann abgeschnitten sein. Deswegen auf deiner To-Do-Liste mobile Version anschauen.